Liebe Zuschauer, der Zweite Weltkrieg ist genauso wie jedes andere geschichtliche Ereignis nicht als singulär zu sehen, sondern er ist das Ergebnis von vielen Umständen, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte zusammengekommen sind. Genauso wie es dann innerhalb des Krieges nicht ein Ereignis war, das Europa und die Welt vom Nationalsozialismus befreit hat, sondern viele verschiedene. Eines davon möchten wir Ihnen heute etwas vorstellen. Es geht um den Atlantikwall zwischen Dünkirchen und Calais und darüber handelt unser kurzer Film. Der sogenannte Blitzkrieg leitete am 10. Mai 1940 den deutschen Westfeldzug ein. Dabei griff die Wehrmacht die Niederlande, Belgien und Luxemburg an, um die französische Maginot-Linie zu umgehen. Durch schnelle, koordinierte Angriffe mit Panzern, Infanterie und Luftunterstützung, auch Schwerpunkttaktik genannt, durchbrach die Wehrmacht die alliierten Linien, insbesondere im Bereich der Ardennen. Innerhalb von 2 Wochen wurde Frankreich überrannt. Die alliierten Truppen wurden an die Küste des Ärmelkanals zurückgedrängt und konzentrierten sich in Dünkirchen. Vom 26. Mai bis zum 4. Juni 1940 führten die Briten die Operation Dynamo durch. Dabei evakuierten sie große Teile der eingekesselten Truppen aus Dünkirchen. Die Luftwaffe griff zwar die Strände an, aber es gelang der britischen Marine, die von vielen kleinen zivilen Schiffen unterstützt wurde, über 330.000 Soldaten, darunter auch Franzosen, nach Großbritannien zu bringen. Die geretteten Truppen sollten später den Kern der alliierten Armee bilden. Die Kehrseite dieses Evakuierungserfolges war allerdings, dass nahezu das gesamte Material in Frankreich verblieben war und anschließend von den deutschen Truppen genutzt werden konnte. Deutschland errichtete zwischen 1942 und 1944 entlang der westeuropäischen Küste den Atlantikwall. Dieser reichte von Norwegen bis zur spanischen Grenze und sollte eine alliierte Invasion verhindern. Die sogenannten Regelbauten waren standardisierte Bunker. Diese waren zentrale Bestandteile des Atlantikwalls. Sie wurden nach einheitlichen, ständig verbesserten Bauplänen hergestellt und sorgten damit für Kosteneffizienz und Schnelligkeit. Die Regelbauten dienten der Küstenverteidigung gegen amphibische Landungen. Sie sollten Artillerie, Maschinengewehre, Beobachtungsposten und Truppen schützen. Strategisch wurden sie an neuralgischen Punkten wie Häfen, Stränden und Flussmündungen platziert. Die Bunker wurden nach Plänen der Organisation Todt gebaut und durch Nummerierungen wie die Regelbau 600-Serie klassifiziert. Die wichtigsten Regelbauten waren Geschützstände R611 und R677. Sie dienten der Küstenartillerie für ihre Geschütze oder für Panzerabwehrkanonen. Diese Bunker hatten oft sogar drehbare Geschütztürme. Es gab Maschinengewehr- und Infanteriestände wie die Regelbauten 621 und 622 mit Schießscharten. Diese Regelbauten waren zum Schutz von kleineren Infanterieeinheiten, MG-Stellungen und Munition konzipiert worden und oft in Klippen oder unterirdisch verbaut. Beobachtungs- und Kommandobunker wie der Regelbau 636 waren mit optischen Geräten und Kommunikationsmitteln ausgestattet. Von hier aus wurde das Artilleriefeuer gesteuert und Verteidigungsabschnitte geführt. Hinzu kamen Regelbauten wie R517 für Flugabwehrgeschütze. Die Regelbauten bestanden aus Stahlbeton mit 1 bis 3 Meter dicken Wänden, um Granaten und Bomben zu widerstehen. Die Standardisierung ermöglichte einen schnellen Bau mit Hilfe vorgefertigter Schalungen. Viele Bunker hatten Tarnanstriche oder waren in die Landschaft integriert. Sie wurden teilweise als Scheunen oder Wohnhäuser getarnt. Zum Standard gehörten Belüftungssysteme, Notausgänge und Munitionslager. Die Bewaffnung der Regelbauten reichte von leichten Maschinengewehren wie dem MG42 bis zu den schweren 38 cm Schiffsgeschützen in der Batterie Todt. Da am Küstenabschnitt um Calais mit einer alliierten Invasion gerechnet wurde, war dieser Bereich besonders dicht mit Regelbauten bestückt worden. Hier beträgt die Inferno zu Großbritannien weniger als 50 Kilometer. Am D-Day, dem 6. Juni 1944, zeigte sich jedoch, dass der Atlantikwall trotz beeindruckender Bunkeranlagen zu kurz gedacht war. Die Alliierten landeten etwa 300 Kilometer südwestlich von Calais in der Normandie. Mit gezielten Luftangriffen, amphibischen Taktiken und hohen Verlusten
überwanden sie die deutschen Stellungen. Bunkeranlagen wie die in Pointe du Hoc konnten die Invasion lokal erheblich verzögern. Die Bunker um Calais wurden auch vom Land aus angegriffen, dort gab es ebenfalls erhebliche Gegenwehr. Die Organisation Todt war eine paramilitärische Bauorganisation im nationalsozialistischen Deutschland. Sie war 1938 gegründet worden und trug den Namen ihres Leiters, Fritz Todt. Die Organisation entwickelte sich zur zentralen Baueinheit für militärische Großprojekte während des Zweiten Weltkriegs. Sie war unter anderem verantwortlich für den Bau von Autobahnen, U-Boot-Bunkern, Rüstungsfabriken, den Atlantikwall und ab 1943 die Abschussrampen der V-Waffen. 1940 wurde Fritz Todt zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt. Innerhalb dieses Ministeriums wurde die Bauorganisation zunächst von Todt selbst geleitet. Nach dessen Tod im Jahr 1942 wurde die Leitung des Ministeriums und der Organisation Todt von Reichsminister Albert Speer übernommen. Die Organisation wuchs bis 1944 stark an und beschäftigte etwa 1,36 Millionen Arbeiter, darunter viele regionale Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Zum Bau des Atlantikwalls wurden die lokalen französischen Ressourcen ausgebeutet. Die Organisation Todt ist ein Symbol für die Verflechtung von Ingenieurkunst und NS-Regime. Die Batterie Todt diente als Küstenartillerieanlage der deutschen Kriegsmarine am Cap Gris-Nez, südlich von Calais, gegenüber der mit bloßem Auge sichtbaren britischen Küste. Baubeginn war im August 1940. Schon im Februar 1942 wurde sie eingeweiht und nach Fritz Todt benannt. Er war wenige Tage zuvor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ausgestattet war die Batterie mit 38 cm Schiffsgeschützen. Diese hatten eine Reichweite von über 55 Kilometern. Damit wurde regelmäßig die britische Küste beschossen und der Ärmelkanal kontrolliert. Die insgesamt 4 Geschütze waren in massive Stahlbetonbunker eingelassen. Die Batterie sollte die geplante Invasion Englands, die Operation Seelöwe, unterstützen. Diese wurde allerdings wegen des Angriffs auf die Sowjetunion auf unbestimmte Zeit vertagt. Im Februar 1942 unterstützte die Batterie Todt die Operation Cerberus, den Durchbruch deutscher Kriegsschiffe durch den Ärmelkanal. Trotz britischer Bombardierungen blieb die Anlage weitgehend intakt und wurde erst am 29. September 1944 nach heftigen Luft- und Artillerieangriffen durch kanadische Truppen erobert. Die Organisation Todt beeindruckt zwar durch ihre Effizienz, sie ist aber auch untrennbar mit Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen verbunden. Während des Zweiten Weltkriegs war Calais aufgrund seiner strategischen Lage am Ärmelkanal ein wichtiges Ziel. Die deutschen Truppen unter General Guderian belagerten die Stadt für 5 Tage und nahmen sie unter heftigen Kämpfen am 26. Mai 1940 ein. Als die Stadt fiel, gerieten viele Verteidiger in Gefangenschaft. Während der Besatzung von 1940 bis 1944 wurde Calais stark befestigt, da mit einem alliierten Angriff gerechnet wurde. Die Stadt wurde schwer bombardiert und zerstört. Ende September 1944 wurde sie von kanadischen Truppen befreit. Im Zentrum von Calais, im Parc Saint-Pierre, befindet sich ein bedeutender deutscher Bunker. Dieser war 1941 von der Organisation Todt als Telefon- und Kommandozentrale erbaut worden. Er ist 94 Meter lang und hat mehr als 20 Räume. Heute beherbergt er das Erinnerungsmuseum 39 bis 45. Der Bunker war Teil des Atlantikwalls und verdeutlicht die intensive militärische Nutzung der Stadt. Nach dem Wiederaufbau von Calais blieb der Bunker als Mahnmal erhalten. La Coupole liegt etwa 50 Kilometer südlich von Calais im Landesinneren. Diese Anlage ist eine der beeindruckendsten Überreste des Zweiten Weltkriegs in Europa. Erbaut wurde sie 1943 bis 1944 von der Organisation Todt als Teil des Atlantikwalls. La Coupole war als weit verzeigte unterirdische Bunkeranlage konzipiert. Dazu gehörten Vorratsschächte zur Einlagerung der neu entwickelten V2-Raketen sowie ein ausgeklügeltes Beschickungssystem für die Abschussbasis der V2. Dazu wurde ein Betondom mit 5 Meter Deckenstärke gebaut. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge errichteten das Bauwerk unter unmenschlichen Bedingungen.
Die Anlage wurde aber nie fertiggestellt, weil die Alliierten die Anlage schon vor Inbetriebnahme aufklären konnten. Durch intensive Bombardierung im Sommer 1944 machten sie den Wiederaufbau sinnlos. Heute ist La Coupole ein modernes Geschichtszentrum und 3D-Planetarium. Das Museum beleuchtet die Geschichte der V2-Raketen, die deutsche Besatzung, den Widerstand und die Rolle von Ingenieuren wie Wernher von Braun, der später die Saturn-V-Rakete für die Mondlandung entwickelte. Besucher können die imposante Kuppel, Tunnel und Ausstellungen erkunden und lernen die wesentlichen Unterschiede zwischen V1 und V2 kennen.